Hallo. Hi, Tim. Nadine. Hi. So, hallo, herzlich willkommen. Das ist eure neue WG-Küche, die ihr jetzt gemeinsam einrichten könnt. Da stehen auch Kisten, die könnt ihr euch jetzt schnappen und auspacken und euch gern dabei unterhalten. Vegan lebe ich seit 2011. Mein Hobby und gleichzeitig auch mein Beruf ist Grillen, also Grillmeister kann man so sagen. Ich wohne eigentlich alleine und du? Ich wohne mit meiner Frau, gut, stadtuntypisch sehr große Wohnung mit Garten, Berge, was man so im Sauerland halt hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, in einer Zeit, wo die Menschen mittlerweile aufgeklärt sind durch die Medien, dass die Menschen immer noch tierische Produkte konsumieren. Veganer, sage ich wie es ist, das ist super schwer, da überhaupt was Leckeres hinzubekommen. Meine schönste Wohnung war, glaube ich, abgesehen vom Elternhaus in Aachen. Da hatte ich eine schöne große Wohnung direkt am Wald. Ja, für uns im Sauerland ist Köln natürlich eine Welt. Ich war gestern auch noch in der Stadt hier und das ist alles ganz, ganz komisch für mich. In erster Linie lebe ich vegan aus ethischen Gründen, weil ich nicht möchte, dass andere Lebewesen für mich leiden und sterben und auch gezüchtet werden extra. Und hinzu kam der gesundheitliche Aspekt. Die Evolution hat uns so erzogen und auch die Tiere dafür erschaffen, dass man sie isst. Massentierhaltung lehne ich auch strikt ab. Das ist nicht wirklich förderlich. Aber wenn das Tier ein glückliches Leben gehabt hat und bei der Schlachtung keinen Stress gefühlt hat, dann ist das Fleisch für mich eigentlich das Beste, was es gibt. Bist du Fußballfan? Ja. Was denn? Dortmund. Oh. Ja. Im Sauerland gibt es nicht viel, außer Dortmund, Schalke oder, wenn man immer Erfolg haben will, Bayern. Hast du auch eine Dauerkarte, oder? Nee, da komme ich einfach nicht zu. Ja. Vegan zu leben bedeutet ja nicht nur die Ernährung danach umzustellen, sondern es bedeutet auch, auf den Kleidungsstil zu achten, darauf zu achten, was ich an Möbelstücke habe oder andere Produkte, die ich so benutze in meinem Alltag. Ich habe als jugendlicher Kind alles durchgemacht, vom Tennis über Tischtennis, über Fußball, aber Hat dir nichts gefallen? Sagen wir mal so, kurzzeitig und dann habe ich die Lust verloren. Ja, ich mache eigentlich immer irgendwas an Sport. Mit dem veganen Lifestyle, da habe ich mich mal kurz beschäftigt und habe gemerkt, das ist nichts. Und ich finde das auch völlig übertrieben, was da teilweise gemacht wird. Vegan lebe ich seit 2011. Mein Hobby und gleichzeitig auch mein Beruf ist Grillen, also Grillmeister kann man so sagen. Ich kann es nicht nachvollziehen, in einer Zeit, wo die Menschen mittlerweile aufgeklärt sind durch die Medien, dass die Menschen immer noch tierische Produkte konsumieren. Die Evolution hat uns so erzogen und auch die Tiere dafür erschaffen, dass man sie isst. Massentierhaltung lehne ich auch strikt ab. Das ist nicht wirklich förderlich. Vegan zu leben bedeutet ja nicht nur die Ernährung danach umzustellen, sondern es bedeutet auch, auf den Kleidungsstil zu achten. Mit dem veganen Lifestyle, da habe ich mich mal kurz beschäftigt und habe gemerkt, das ist nichts. Und ich finde das auch völlig übertrieben, was da teilweise gemacht wird. Ja. Kannst du denn nachvollziehen, dass ich sage, dass ich es pervers finde, dass man Lebewesen extra züchtet, um sie zu essen, wo wir es ja auch gar nicht brauchen? Also ich bin da vielleicht anders aufgewachsen. Ich komme vom Dorf, ich kenne es seit klein auf. Ich habe als kleines Kind schon dabei gestanden, wie mein Opa Kaninchen das Fell abgezogen hat. Und ich bin auch einer, der kann sich sowas angucken. Ich bin auch der Meinung, jeder, der Fleisch isst, sollte es sich angucken können. Der menschliche Körper an sich ist ein Allesesser. Wenn man jetzt natürlich vegan sich ernährt und es so extrem macht, dass man Mangelerscheinungen hat und dann Mangelprodukte dazu sich nehmen muss, ist das für mich natürlich auch nicht der richtige Weg. Das erscheint ja als extrem. Ja, sehr extrem und also ich sag wie es ist, ich habe als Kind so eine Art Knochenschwund gehabt und durch hohen Milchkonsum ist das wieder geheilt worden. Aber das hat ja wahrscheinlich seinen Grund, wenn das wirklich so war und wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, warum gerade die Milch dir geholfen hat. Das ist ja wahrscheinlich in Form von höchste Produktion. Genau, aber das Ding ist natürlich, dass das Calcium eigentlich in der Milch schon wieder kontraproduktiv wirkt. Also eigentlich Osteoporose zum Beispiel hervorruft, das wissen viele nicht. Als Kind habe ich ja auch Fleisch essen müssen, weil Ärzte auch diese Meinung teilten und
Ich dachte auch, Milchkühe seien da, um Milch zu geben. Die Hühner legen doch die Eier. Aber das ist ja alles Klar, leider das nicht ist, so. mittlerweile ist diese ganze, es ist eine Industrie, das Fleisch ist ein Produkt geworden. Und ich sage mal, gerade in der Massentierhaltung ist es so, dass Bauern, die Schweine züchten, Strafe zahlen, wenn die Schweine zu schwer werden. Was völliger bescheuert ist, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich da auf dem Standpunkt, wenn Fleisch, dann natürlich. Wir müssen jagen, weil wir uns die Fressfeinde in unserer Vorzeit vom Hals geschafft haben. Das ist auch wieder natürlich schwierig. Deswegen bin ich auch einer, der sagt, der Wolf gehört wieder nach Deutschland. Die meisten Jäger, die züchten ja auch extra. Die halten ihren Bestand ja auch am Leben. Zum Beispiel über den Winter mit Futter, damit sie genug haben zum Jagen. Also für die ist das nicht wirklich, ich schieße mir das Reh, weil ich es brauche, weil ich überleben muss und essen muss, sondern das ist ja wirklich ein Sport für die. Das zählt ja auch als Sport. Ja, genau. Meine Jagdpächter, die ich habe, die füttern nicht zu. Klar, es gibt bessere und schlechtere Bedingungen. Natürlich ist es schön, wenn Menschen wie du sich Gedanken machen, dass die Bedingungen besser sind. Kannst du das verstehen, wenn ich sage, es gibt ja kein besser oder schlechter, wenn es darum geht, dass Tiere benutzt werden für uns, wo es ja eigentlich nicht mehr notwendig ist. Wenn wir auf dem Standpunkt leben würden, wie vor 250 Jahren, alles natürlich, und wie es da auch war, nicht jeden Tag unbedingt einen dicken Braten, wie es ja leider ist und wie es uns jeder Discounter vorgaukelt, gutes Fleisch erkennt man am Preis, würde ich sagen, könnte man oder kann man auch heutzutage, wenn man weiß, wo man einkauft, eine gesunde Ernährung mit allen Produkten haben, auch mit Fleischprodukten. Aber ich meinte jetzt gar nicht so diesen gesundheitlichen Aspekt. Also über den müssen wir ja nicht diskutieren, weil wir sind uns ja einig, dass vegan, wenn man es richtig macht, ist es genauso gesund zumindest, wenn nicht sogar gesünder. Das weiß ich Und nicht. Okay, das zweifelst du an, okay. Ja, weil ich halt sage, der menschliche Körper hat sich über die Jahre daran gewöhnt. Aber wir haben ja, also eigentlich ist unser Körper gar nicht dem eines Fleischessers. Allein schon unser Gebiss. Wir sind ja gar nicht in der Lage, wie ein Löwe loszuziehen und uns ein Reh zu jagen und so zu essen direkt. Wir müssen es ja grillen zum Beispiel. Das menschliche Gebiss ist ja irgendwo durch, klar, wir haben nicht mehr diese ausgebildeten Reißzähne, wie wir früher hatten. Das ist aber einfach, glaube ich, der Evolution auch geschuldet, weil wir halt eine Mischnahrung haben. Du, ich bestreite ja gar nicht, dass du zum Beispiel gutes Fleisch grillen kannst, das lecker ist. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es ja um den ethischen Aspekt. Ich glaube nämlich auch, wenn wir Menschen Haut lecker zubereiten würden, würzen und grillen, würde es auch gut schmecken. Wenn wir weniger Fleisch essen würden, dafür vernünftig gezüchtet, würde es, glaube ich, unserem Planeten allgemein besser gehen? Das ist ja nur leider eine sehr große Utopie, die ja gar nicht. Ich glaube, wage auch zu behaupten, dass das Fleisch, das du grillst, nicht aus solchen Bedingungen stammt. Ich habe einen Bauern, wo ich mein Schwein herkriege, die werden über die Straße getrieben. Die haben 5 Minuten Weg. Kleiner Bauer mit 200 Schweinen. 200 Schweine ist nichts. Die haben auch nicht diesen klassischen Spaltenboden, die haben Stroh, die haben alles. Die sehen Tageslicht, die sehen Wiese. Die Schweine, die ich dann kriege, werden mit Kartoffeln ernährt, mit Gerste und irgendwas, was angepflanzt wird, wo sie auch in einen natürlichen, wo ein Wildschwein auch reingeht. Und das merkt man. Es wird von Veganern sehr viel gemacht, um uns Fleischesser dazu zu zwingen, vegan zu werden. Wieso zu zwingen? Also was ist das Gefühl, dass du gezwungen wirst? Es ist halt lustig, wie manchmal versucht wird, über drastische Mittel den Leuten zu zeigen, du isst gerade Fleisch, du grillst Fleisch, du bist ein schlechter Mensch. Das würde ich so nicht sagen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, so wie ich dich erlebe, wenn du dich mehr damit beschäftigen würdest, was bedeutet das, vegan zu leben und warum leben Menschen aus ethischen Gründen vegan, dass du da auch nochmal einen Schritt weiter gehen würdest, könnte ich mir gut vorstellen. Warum gibt es diese Ersatzprodukte? Isst du Ersatzprodukte? Ich esse selten Ersatzprodukte. Warum es die gibt? Weil das natürlich den Einstieg in die vegane Lebensweise erleichtert. Ich finde zum Beispiel, wenn da steht vegane Schnitzel, da gehen mir hier regelmäßig die Nackenhaare hoch. Warum baue ich mir was nach, was ich gar nicht will? Aber das Schnitzel wächst ja auch nicht so am Baum. Nein, das wird ja genauso zubereitet. Und genauso bereitet man Seitan oder Tofu zu. Dass es einfach nur so eine Konsistenz hat. Warum? Weil ja niemand sagt, das schmeckt schlecht unbedingt. Ja, das Schnitzel.